Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich heiße euch herzlich willkommen zur Ren und Webby Premiere, also von Impatient. Das Projekt, und zwar ist das, Smoking Gun. Genau, kurz zu mir. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch dazu gehört. Und ich versuche, alles aus so vielen Perspektiven wie möglich zu betrachten und die verschiedenen Hidden Layers quasi dahinter zu finden, wie Menschen die Lyrics betrachten können oder den Song betrachten können. Genau. Wenn ihr da also Bock drauf habt, abonniert den Kanal. Wenn euch das Video gefällt, dann auf jeden Fall liken. Und ja, hier im Chat geht's schon total ab. Ich muss den Chat, glaube ich, mal wegmachen, weil sonst genau, geht nicht viel. Genau, aber es müsste ja jetzt quasi gleich losgehen. Ich freue mich. Genau, es ist das erste Mal, dass ich seit langer Zeit endlich mal wieder bei einer Premiere dabei bin, was ziemlich, ziemlich cool ist, dass ich das endlich mal wieder geschafft habe. Aber jetzt bin ich ja auch zurück in Berlin und da habe ich ein bisschen mehr Zeit, auch wenn ich heute echt einen stressigen Tag hatte, aber ich dachte, das lasse ich mir nicht nehmen. Bei allem Stress, bei allem genervt sein, was kann es Besseres geben, als zur Belohnung einen Song von Ren und von Chris Webby zu machen und einen neuen Song kennenzulernen. Ich hoffe nur, dass mein Gehirn dann für den Deep Dive irgendwie mitmacht, aber wir werden es einfach sehen. So, schauen wir doch mal. Endlich kriege ich mal wieder das Vorvideo mit. Aww. But by the time I'd gotten up, you know, thanks for that, I mean. Well, listen, I'm out here. How did these guys figure out how to do this? Out here for the rest of the week. Got plenty of time to show me your moves. I'm sure there'll be enough to show, and I'm sure I will. And when you see them, you'll. Sup, Wie geil Ren? ist das denn, ey? Ah, hey, Web. I'm just trying to figure out how to do this YouTube premiere. Forget about that, dude. What about these? Love it. It's beautiful. It's bloody glorious. I don't know what's going on with me. I don't know what's happening. What the f is going on? What the fuck? Ren sits down, has a bowl of peanuts. I'm not feeling too good right now. Ren sits down. I told you not to take those facts. Is that really what we look like? Tarantula. Tarantula. Hey, man. Weren't we supposed to be, like, doing a premiere? Set fire! What the fuck? Hi, you might Okay. recognize me as Al Pacino. When you get hungry, Gang, gang, right from the stereo. Gang, you and one creature, monkeys. Come easy, the champion come easy, the tonto come easy. Damage is done, I'm the one, the smoking gun, it come easy. Stuck in my ways, come easy. Contaminate the scene, damage is done. I'm the one, the smoking gun. The long arm of the law, they bust my front door. So I flushed £2, then I flushed 2 more. But I fucked up cause I left a pound in the drawer. Now I'm face down, getting fucked by the law. Oh shit, Yeah, the better pics. dip and be quick to move. In the back room, we got 6 zips of shrooms. So I
lick my lips and I sit to eat. Didn't get locked up, but I tripped for weeks. I come easy, the champion come easy. The tonto come easy. Damage is done. I'm the one, the smoking gun. It come easy. Stuck in my ways, come easy. Contaminate the scenery. Damage is done. I'm the one, the smoking gun. Met a chick named Jane with a thick ass frame. She's a nice cold bitch, but I love her the same. I come easy when she scream my name. Oh, Ren. Wait, bitch, what the fuck you saying? Ah, shucks, my bad. I was hitting it too. Fuck y'all, I'm I out. guess I'm sticking with you, but I really wish I didn't. Hindsight's a bitch, cause 9 months later she had Weppy's kid that came easy. Fresh out the womb, oh Jesus. What should I do? I called up the dude and he said, Fuck you, and oh, by the way, you got syphilis too. now I'm seething. That's what you get. So I breathe in, reach for the neck and squeeze him. But that shit don't hurt, cause I'm still feeling all them shrooms from last verse. Ah shit, wait Chris, are you feeling okay? Well, the wall's kinda melting, but I'm otherwise straight. Are you sure? Cause judging by the state you mate, you're a mess. You're the one who's got a rash on his tank, you see. Mine cleared up in a couple of days. But I don't got healthcare. Well, that's a damn shame. Just try not to scratch it. I've got to run. And oh, by the way, say hi to my son. Come easy, the champion come easy. The thunder gun come easy. Damage is done. I'm the one, the smoking gun. It come easy. Stuck in my ways, come easy. Contaminate the scene. Damage is done. I'm the one, the smoking gun. Now it's 12 years later and the story's not done. Yeah, I know I sound like Chris, but I'm not. I'm the son. See, I never met my father, but they say I got his voice. And luckily for me, my mother wasn't pro-choice, so the dumb bitch had me. But my fucking stepdaddy, some British cocksucker, always mean and unhappy. And I just want to kill this motherfucker so bad. Oh shit, he just got home. Hi, Dad. I'm not your father, bitch. Try and get it through your head. Your dad overdosed on mushrooms 12 years ago. He's dead, otherwise I wouldn't be stuck here, having to raise you, you little shameful, ungrateful brat. I hate you. Sure, Dad. I mean, Mr. Wren, you got it. I'ma shoot this motherfucker with the gun up in my closet. What you say? I said, gum is stuck in my pocket. I don't know how I forgot it, but I should go and wash it. Fuck's sake, you really are autistic as your father was. I guess that's a result of a pregnancy with a lot of drugs. You should have been an abortion, should have pulled the plug. You know what, Mr. Wren? Why don't you hold that thought? Got the pistol from my closet, brought it downstairs quick, and then I held it out in front of me and aimed it at his dick. Wait a second, little man. Hold on, let's talk through this. Don't be foolish. Do you even know how to use it? Yeah, I do actually. I looked it up on YouTube. You fucking dickhead. Jesus Christ. That's a rap. Jesus. What? Okay. Geil. War die beste Entscheidung bei der Premiere, jetzt dabei zu sein. Oh, ich habe eigentlich fast gar keinen Bock, jetzt irgendwie nochmal in die Tiefe zu gehen oder irgendwas. Es ist einfach so geil, es macht so viel Spaß. Danke, Ren. Danke, Baby. I really appreciate you. Ach, das war toll. Okay. Gedanken. Lasst uns das nochmal so von vorne losgehen, aber ich glaube, ich werde gar nicht so viel jetzt da reinstopfen. Es ist einfach eine sehr, sehr lustige Geschichte. Über Drogen, über das Leben, über Beziehungskonstellationen, über Dynamiken. Und ich glaube, man könnte das jetzt alles ernst angehen, was es damit auf sich hat, mit 2 Dudes, also 2 Freunde, die eine Frau und so. Der eine bleibt mit ihr zusammen, der andere hat ihr das Kind gemacht. Der eine stirbt früh wegen Drogen, der andere bleibt halt, wie gesagt, dann mit ihr zusammen und zieht das Kind groß von seinem verstorbenen Dude. Und hasst das Kind aber. Und das Kind hasst ihn zurück und schießt ihm am Ende seinen Dick ab. Und klar, ne? So, was passiert da alles in den Emotionen, wenn man das Kind von seinem besten Freund irgendwie aufzieht, was quasi mit der Frau, mit der du zusammen bist, gemacht wurde.
Was entstehen da für Unsicherheiten, für Wutemotionen, für Ablehnung, für Twisted Love sozusagen. Aber ich merke, ich möchte den Song eigentlich einfach so nehmen, wie er gedacht ist, nämlich als Riesenspaßding. Und das ist einfach mega cool und ich werde ihn mir jetzt nochmal angucken. Und nehme ich euch nochmal mit. Ich meine, ihr könnt ja auch, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, es einfach abschalten und nicht nochmal die Reise mit mir machen. Aber vielleicht fällt mir noch irgendwas Spannendes ein. Wer weiß. Ich weiß, es gab 1, 2 Sachen im Video, die ich irgendwie ganz gut fand. Und wenn nicht, verabschiede ich mich schon mal von euch. Vergesst nicht, das Like da zu lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ansonsten, wenn ihr noch bleibt, let's go. Lasst uns das Ganze nochmal angucken. Ah ja, guck mal hier. How to make a custom YouTube Premiere. Okay. Aw. Allein die Puppen finde ich schon so grandios, ne? Die sind so geil. Und dann später die Knetpuppen. Das ist einfach sehr, sehr cool. Und dann halt diesen Trip. Und die Callback-Geschichten hier jetzt im By the Intro, time I'd ne? gotten up, Das ist mega geil. So, well, listen, Instigator. I'm out here. How did these guys figure out how to do this? Out here for the rest of the week. Got plenty of time to show me your moves. Yeah, I'm sure there'll be enough to show, and I'm sure I will. And when you see them, you'll. Sup, Ren? Ah, hey, Web. I'm just trying to figure out how to do this YouTube premiere. Forget about that, dude. What about Ich find's so geil. these? Die Bilder sind einfach so cool. Das macht echt Spaß. It's beautiful. It's bloody glorious. I don't know what's going on with me. I don't know what's happening. What the is going? Und hier haben wir jetzt von totale Faszination und Bewusstseinserweiterung und Dinge wahrnehmen, Farben anders wahrnehmen, mehr im Moment sein und so weiter, hin zu einen Film schieben, der uncool ist. Ja, das Gute ist für mich, oder vielleicht auch nicht gut, ich weiß es nicht, dass ich noch nie Erfahrungen mit Drogen gemacht habe, außerhalb von Alkohol. Da bin ich echt eine fucking Jungfrau. Aber ich habe mich auch immer irgendwie genauso entschieden. Ich hatte nie Interesse dran. Und auf der einen Seite wird mir wahrscheinlich einiges entgangen sein. Auf der anderen Seite, wenn ich manche Sachen so sehe, denke ich, oh, okay, dass es mir entgangen ist. Genau, ich habe auch genügend Leute, die immer noch mit Langzeitschäden und so zu tun haben, die in Therapie kommen und verarbeiten, die seitdem mit Panikattacken zu tun haben, die in Psychosen gerutscht sind, die in so einer Dauerschleife von durch die Drogen Depressionsverstärkung und so weiter reingerutscht sind. Also es ist auch immer so ein kleiner Haken mit dran. Neben dem, dass es auch ziemlich cool sein kann wohl. Habe ich ja nie erlebt. Aber von dem, was ich gehört habe, gibt es da auch ziemlich geile Sachen. Aber ja, hier wird beides dargestellt. What the fuck? Ren sits down, has a bowl of peanuts. Es ist Stroke of Genius, heißt das. I'm feeling good right now. Ren sits down. I told you not to take those facts. Is that really what we look like? So geil. Ich würde die beiden gerne mal so tanzen sehen. Tarantula. Tarantula. Hey man, weren't we supposed to be like doing a premiere? Set fire! Das ist so geil. Wer hat diese verfickten Puppen gemacht? Die sind wirklich cool gemacht. Wirklich Hi, genial. You might Kudos. recognize me as Al Pacino. Ja, When you shit. get hungry, Tarantula, gang, gang, right from the stereo. Gargantuan. one creature, monkeys. Come easy, the champion come easy, the tonto come easy.
Damage is done. I'm the one that smoking gun. It come easy. Stuck in my ways, come easy. Contaminate the scene. Damage is done. I'm the one that smoking gun. The long arm of the Lord, they bust my front door. So I flushed. Genau, das ist mir aufgefallen. Das habe ich, glaube ich, auch beim ersten Mal schon so nebenbei gesagt. Die Polizei, der lange Arm des Gesetzes, sind Schweine. Und wir wissen, Pig Mask, ne, die Schweinsmaske steht immer für System, für Gier und so weiter. Das, was quasi nicht so gut funktioniert in unserem System. Von daher finde ich das ganz spannend, dass das so dargestellt wird. Weil im Prinzip könnte man ja eigentlich sagen, geht es ja hier jetzt nicht unbedingt um Gier, sondern die beiden werden halt gebastelt. So. Mit den Drogen, die sie da so haben. Und dann kommt die Polizei und sagt, her mit dem Scheiß. Man könnte jetzt sagen, so eine Schweine. Vielleicht ist es das. Ja, so. Lass ich mal so stehen. £2, then I flushed 2 more. But I fucked up cause I left a pound in the drawer. Now I'm face down getting fucked by the law. Oh shit, better dip and be quick to move. In the back room, we got 6 zips of shrooms. So I lick my lips and I sit to eat. Didn't get locked up, but I tripped for weeks. It come easy. Er hat alles gegessen und dann für über Wochen einen Trip gehabt. Geht das? Klärt mich gerne mal auf in den Kommentaren. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Dass wenn man umso mehr Mushrooms man isst, umso länger ist man auf dem Trip. Funktioniert das so? Oder ist das auch nur einfach Scherz? The champion come easy. The tonto come easy. Damage is done. I'm the one that smoking gun. It come easy. Stuck in my ways, come easy. Contaminate the. Ich habe hier auch gedacht, also im ersten Moment habe ich gedacht, ah ja, krass, da ist Ren gefangen. Und dann dachte ich, ja, na klar, ist er gefangen, wurde ja auch gebastelt von der Polizei. Aber im zweiten habe ich irgendwie gedacht, ja, aber vielleicht auch so ein bisschen inside durch die Drogen in dem Trip. So, weil manchmal, ne, wenn es eben zu so einem Horrortrip wird, dann fühlt man sich ja gefangen in sich selbst. Aber ich denke mal, das ist hier wahrscheinlich einfach nur, ich bin jetzt halt auf der Polizeistation ist. Damage is done. I'm the one that smoking gun. Met a chick named Jane with a thick ass frame. She's a nice cold bitch, but I love her the same. I come easy when she scream my name. Oh, Ren. Wait, bitch, what the fuck you saying? Ah, shucks, my bad. I was hitting it too. Fuck y'all, I'm I out. guess I'm sticking with you, but I really wish I didn't. Hindsight's a bitch. Cause 9 months later, she had Weppy's kid that came easy. Fresh out the womb, oh Jesus. What should I do? I called up the dude and he said, Fuck you, and oh, by the way, you got syphilis too. now I'm seizing. That's what you get. So I breathe in, reach for the neck and squeeze him. But that shit don't hurt, cause I'm still feeling all them shrooms from last verse. Hat Ren jetzt Webby gekillt? Und deswegen ist er tot? Oder ist er durch was anderes gestorben? Das ist nochmal spannend. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht so gecheckt. Ich habe nur mitgekriegt, Webby war halt irgendwann tot. Aber anscheinend. Ja, spannend. Shit, wait, Chris, are you Rache. feeling okay? Well, the wall's kinda melting, but I'm otherwise straight. Are you sure? Cause judging by the state you mate, you're a mess. You're the one who's got a rash on his tank, you see. Mine cleared up in a couple of days. But I don't got healthcare. Well, that's a damn shame. Just try not to scratch it. I've got to run. And oh, by the way, say hi to my son. Come easy, the champion come easy. The tonto gon' come easy. Damage is done. I'm the one that smoking gun. It come easy. Stuck in my ways, come easy. Es zeigt natürlich auch, ne, eine Dynamik, die entstehen kann, wenn vielleicht zu viele Drogen im Spiel sind. Dass man dann die Realität nicht mehr so ganz so wahrnimmt, wie man das anders tun würde. Also, dass man Dinge vielleicht nicht mehr so ernst nimmt, dass man Dinge schleifen lässt. Oder auch, dass man zu stark emotional reagiert und die Aggression stärker sind oder die Trauer stärker ist oder was auch immer. Soweit ich das weiß, wenn man frühzeitig mit dem Kiffen anfängt zum Beispiel und das Gehirn noch in seiner Entwicklung ist,
dann werden bestimmte Entwicklungsprozesse vom Gehirn dadurch gestoppt oder verringert und das Gehirn bleibt dann quasi an dem Punkt. Ich glaube, das bezieht sich viel auf die Emotionsregulierung. Dass quasi manche dann nicht mehr so gut lernen mit der Zeit, ihre Emotionen besser zu regulieren und einen besseren Umgang damit zu finden und Strategien zu entwickeln, um sich besser zu regulieren oder diese Emotionen nicht mehr ganz so intensiv wahrzunehmen wie in der Jugend. Das fand ich nochmal ganz spannend. Aber wie gesagt, ich selbst habe da keine Erfahrung, aber ich kenne es von Klienten von mir. Was ist eure Erfahrung? Contaminate the scene, damage is done. I'm the one, the smoking gun. Now it's 12 years later and the story's not done. Yeah, I know I sound like Chris, but I'm not. I'm the son. See, I never met my father, but they say I got his voice. And luckily for me, my mother wasn't pro-choice, so the dumb bitch had me. But my fucking stepdaddy, some British cocksucker, always mean and unhappy. And I just wanna kill this. So geil, wie er Ren einfach disst. Ja, das ist schon nice. Motherfucker so bad. Oh shit, he just got home. Hi, Dad. I'm not your father, bitch. Try and get it through your head. Your dad overdosed on mushrooms 12 years ago. He's dead, otherwise I wouldn't be stuck here, having to raise you, you little shameful, ungrateful brat. I hate you. Sure, Dad. I mean, Mr. Wren, you got it. I'ma shoot this motherfucker with the gun up in my closet. What you say? I said, gum is stuck in my pocket. I don't know how I forgot it, but I should go and wash it. Fuck's sake. You really are autistic as your father was. I guess that's a result of a Das ist ganz spannend. Diese Zeile mit, du bist wirklich genauso autistisch, wie dein Vater es war. Und wir hatten ja Webby, der auch in Neurodivergenz und sich erzählt hat, ne? Und mit den Medikamenten und so weiter. Und da habe ich ja noch überlegt, ob er auch ADHS hat oder irgendwas. Und hier wird jetzt quasi reingebracht Autismus. Das heißt, das ist die Frage. Ist es bei Webby Autismus, dass er so autistische Züge hat, vielleicht Asperger oder irgendwas in die Richtung, dass er auf dem Spektrum unterwegs ist? Es gibt ja auch Autismus und ADHS, also ADHS. Vielleicht ist es auch beides. Aber spannend. Das gibt uns nochmal ein bisschen mehr Idee dazu, quasi. Ja, spannend. pregnancy with a lot of drugs. You should have been an abortion. Should have pulled the plug. You know what, Mr. Wren? Why don't you hold that thought? Got the Was macht das mit einem Kind, wenn man ihm sagt, ey, du hättest eigentlich abgetrieben werden sollen, das wäre das Beste gewesen? Was sieht man? Ein Kind, was das gerade gesagt bekommen hat und sich eine Waffe holen. Und dann gleich demjenigen in die Eier schießt. the pistol from my closet, brought it downstairs quick, and then I held it out in front of me and aimed it at his dick. Wait a second, little man. Hold on. Let's talk through this. Don't be foolish. Do you even know how to use it? Yeah, I do actually. I looked it up on YouTube. You fucking dickhead. Und das ist ganz cool, ne, weil diese Tarantel kommt immer wieder mit rein. Und im Tarantula haben wir halt quasi genau dieses, wenn die Tarantel übernimmt, ne, dieses Monsterartige, dieses ich vergifte euch, töte euch Ding, so. Dass das hier nochmal mit reingenommen wird in dieses Drogen-Nehmen-Ding und das Leben wird ein bisschen kompliziert. Und endet damit, dass 2 Leute tot sind, nämlich Chris Webby. Nee, nur einer ist tot. Und Ren kriegt seinen Dick abgeschossen. So. Ja, spannend. Ich glaube, für mehr reicht mein Brain heute nicht aus. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit mir. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß. Und ja, ich guck mal, wenn ich das Video hochgeladen kriege. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und subscriben. Übrigens, ich hätte das gleich an den Anfang packen sollen, habe ich voll vergessen. Ich habe gesehen, dass ich jetzt über 200 Abonnenten habe. Yeah! Yeah! Ist voll geil. Ja, voll cool. Ich freue mich riesig darüber. Von daher, wenn du ein Abonnent bist. Dankeschön. Ich freue mich. Genau. So. Wenn ihr weitere Wünsche habt für andere Songs, für andere Künstler, gerne in die Kommentare. Ich bin immer noch auf der Suche nach Chris Webby Songs, die ich mir angucken kann. Und ansonsten, jetzt aber wirklich, macht's gut.